Mein Name ist Martin Seliger. Ich habe die Firma Lakewood im Jahr 1986 gegründet. Der Traum, Gitarren zu bauen, der hat sich im Grunde gebildet. Vielleicht war so ein bisschen was vorhanden in der Zeit vor dem Abitur. Ich hatte auch schon mal jemanden besucht in der Nähe von Tübingen, der Gitarren baute und mir völlig davon abriet, weil er eben diesen schweren Weg gegangen ist, Gitarren an Leute zu bringen, die vielleicht gar nicht unbedingt Gitarren kaufen wollten. Und so hat er eben über Jahrzehnte sich durchgekämpft und das hat mich schwer beeindruckt. Dann ist eine ganze Weile gar nichts gewesen und ich habe das Abitur gemacht und eben danach in diesem Musikgeschäft gearbeitet. Und da kam eigentlich erst der Gedanke, Gitarren bauen wäre im Grunde genau das Richtige für mich. Ich wollte nicht studieren, da hatte ich kein Interesse daran. Und so war ich sehr dankbar dafür, dann dieses Angebot für eine Lehrstelle zu bekommen. Allerdings hatte ich gleichzeitig auch noch das Angebot für ein Volontariat bei einer Zeitung in Süddeutschland. Der Journalismus hätte mich also auch gereizt. Die erste Lakewood-Gitarre ist im März 1986 entstanden. Ich habe allerdings in der Zeit davor eine Vielzahl von Gitarren gebaut, die einfach nur meinen Namen trugen. Da stand Martin Seliger drin und dieser Name war natürlich logischerweise dann der Name für die Gitarren. Aber als ich dann über Lakewood nachdachte, fand ich, ein international klingender Name wäre eigentlich viel besser. Weil, wer weiß, vielleicht würden sich diese Gitarren ja mal in Asien und in Amerika verkaufen. Und da hätten wohl die allermeisten Leute Schwierigkeiten mit der Aussprache meines Namens. Und so ist Lakewood der Markenname der Gitarren geworden, nach einer langen Suche. Ich habe ganz viele Namen zusammengeschrieben von Gebirgen, Flüssen, Städten und so weiter, hauptsächlich in Nordamerika und in England. Und zum Schluss blieb es dann Lakewood. Und Lakewood war eine kleine Stadt in der Nähe von Cleveland am Eriesee. So ist das entstanden. Und einige Zeit später hat mich dann auch mal der Bürgermeister von Lakewood angerufen und in der charmanten amerikanischen Art gesagt, er wäre so stolz, alle wären so stolz in Lakewood, dass sie die Stadt nach den Gitarren nennen durften. Tolle Sache, natürlich völlig unwahr, weil die Stadt war zuerst da. Allerdings auch nicht so furchtbar lang. Ich habe ein Buch vor einiger Zeit gekauft mit dem Titel Lakewood the First 100 Years. Naja, und sehr viel mehr ist es auch nicht. Für mich ist das Wichtigste am Gitarrenbau die Erfüllung. Das ist jetzt so ein Wort, was einem vielleicht ein bisschen komisch vorkommt, aber stellt euch einfach mal vor, ihr habt eine ganze Reihe von Hölzern, die sehen erstmal so aus wie aus dem Baumarkt, obwohl sie natürlich Tonhölzer sind und ganz besonders sind und aus vielen Ecken der Erde zu uns gelangen. Und aus diesen Hölzern wird ein Instrument angefertigt. Mit dem Wissen, dass ich und auch meine Kollegen dann über die Jahre bekommen haben, wie ein Instrument entstehen soll, wie es klingen soll, wird daraus eine Gitarre. Und diese Gitarre spielt nachher jemand. Und diese Gitarre kauft auch nachher jemand. Und das ist so wunderbar, weil man eben den kompletten Prozess verfolgen kann und wenn die Gitarre gebaut ist, sich dann auch schon wieder mit der nächsten Gitarre beschäftigen kann. Der Gitarrenbau, den ich in meiner Ausbildungszeit kennengelernt habe, war sehr traditionell. Das heißt, hauptsächlich Handarbeit, nur sehr wenige Maschinen. Und von den Maschinen waren hauptsächlich Sägemaschinen da. Es gab eine Kreissäge, es gab eine Bandsäge. Es gab auch noch mal eine Abrichte, auf der man Holzstücke glatt hobeln konnte. Aber das war es im Grunde auch. Und alle Arbeiten, die dort an den Gitarren verrichtet wurden, habe ich gelernt, von Hand auszuführen. Das hat mich sehr geschult und es hat mir auch sehr viele Kenntnisse gebracht, die ich nachher umsetzen konnte, als ich mir Gedanken machte, wie kann man denn Dinge präziser machen, wiederholbarer machen, um die Qualität von Gitarren dauerhaft zu sichern. Wenn ich heute auf Lakewood blicke und schaue, mit welchem Maß von Technik wir arbeiten, dann sehe ich CNC-Maschinen, Robotik. Ich sehe also computergesteuerte Maschinen, die uns helfen, die Qualität und die Identität zwischen den Gitarren möglichst gleichmäßig zu halten. Ich sehe auf der anderen Seite viele begabte Gitarrenbauer, die hier in der Werkstatt ihr ganzes Wissen einbringen, um mit ihrer Intuition, aber auch den handwerklichen Fähigkeiten an den Stellen zu arbeiten, an denen Handarbeit unerlässlich ist und auch nicht ersetzbar sein wird.
Lakewood hat eine jetzt schon recht lange Firmengeschichte. In den Anfängen war ich allein und habe die ersten Lakewood-Gitarren in dem Nebenraum meines Musikgeschäfts gebaut. Dann zog die Werkstatt in ein Gebäude in Gießen, das aber auch schon 1988 zu klein wurde. Also zogen wir in die Zigarrenfabrik, die für viele Jahre unsere neue Heimat sein sollte. In dieser Zigarrenfabrik, in der zu frühen Zeiten tatsächlich einmal Zigarren gerollt worden sind, fanden wir auf 3 Stockwerken ausreichend Platz, um uns auszubreiten. Der Platz war so groß, dass wir uns am Anfang nie haben vorstellen können, dass wir jemals das ganze Gebäude für den Bau unserer Gitarren nutzen könnten. Nun, die Zeiten änderten sich. Und einige Jahre später benötigten wir schon einen Abstellraum in der Nachbarschaft, in der wir Koffer untergebracht haben oder Kartonagen, weil die Zigarrenfabrik förmlich aus allen Nähten platzte. Wenn wir in den ersten Jahren sogar noch privat im 2. Stock der Zigarrenfabrik wohnten, so drang die Firma immer mehr in die letzte Ecke des Gebäudes, nahm alles in Beschlag und es war gar keine andere Möglichkeit für uns, als dann externe Räume anzumieten, in denen wir viele Dinge unterbrachten, die wir für die Herstellung unserer Gitarren brauchten, wie Hölzer zum Beispiel, aber auch Koffer und Kartonagen, die wir aber einfach in der Zigarrenfabrik nicht mehr lagern konnten. Vor einigen Jahren, im Jahr 2020, wurde uns dann ein Gebäude zum Kauf angeboten, in dem wir schon Hölzer und Koffer lagerten. Wir überlegten uns das eine Weile und haben dann zugeschlagen, haben dieses Gebäude gekauft und nach unseren Vorstellungen, nach den Ansprüchen an den Gitarrenbau komplett umgebaut. Das Gebäude wurde entkernt, mit einer neuen Raumstruktur versehen. Wir haben digitale Haustechnik eingesetzt, haben den Workflow, das ist so ein beliebtes Wort bei uns in der Fertigung, so optimiert, dass die Gitarre möglichst nur einen Weg geht, nie zurück. Und möglichst kurze Wege entstehen. Und so sind wir seit dem März 2022 in den neuen Räumen in Busek und fühlen uns mittlerweile zu Hause und wohl.